Die endlose Weite der Steppe erstreckte sich bis zum Horizont wie ein schlafendes, riesiges Tier, dessen Atem nach Salz, verbranntem Beifuß und dem herben Aroma des Wüstenwindes schmeckte. Es war ein Land, das keine Schwäche kannte und niemals Fehler verzieh. Unter dem gnadenlosen, ausgebleichten Himmel war jeder Atemzug ein gewonnener Kampf und jeder unbedachte Schritt konnte der letzte sein. In diesem Ozean aus Stein und Staub, wo der Horizont in einem ewigen, hitzigen Flimmern erzitterte, wanderte Alta. Alta war eine weise, wilde Stute, deren Fell die Farbe von sonnengetrocknetem Ton hatte, ein tiefes, erdiges Braun, das fast mit der Landschaft verschmolz. Sie war nicht bloß ein Teil der Herde, sie war die Verkörperung des Lebenswillens in dieser unbarmherzigen Einöde. In ihren dunklen, klugen Augen spiegelten sich Jahre des Überlebens wider, Dürren, Sandstürme und die klirrende Kälte der Steppennächte. Sie kannte jeden Pfad, jede verborgene Quelle und jede Gefahr, die in den Schatten der Felsen lauerte. An ihrer Seite, immer wieder über die harten Büschel des Federgrases stolpernd, trippelte Kaja. Er war ihr erstes Fohlen, ein zerbrechliches Wesen auf dünnen, noch unsicheren Beinen. Für Kaja war diese riesige, furchteinflößende Welt nichts weiter als ein endloser Spielplatz. Er verstand noch nicht, dass die Stille hier eine Warnung sein konnte und dass die Schatten, die über die Felsen tanzten, nicht immer nur Wolken waren. Sein Fell war noch weich, sein Herz voller Neugier, und seine Welt endete dort, wo der schützende Geruch seiner Mutter aufhörte. Alta ließ ihren Sohn keine Sekunde aus den Augen. Sie war eine strenge, aber unendlich geduldige Mutter. Während sie gemächlich dahinwanderten, lehrte sie ihn die unsichtbaren Zeichen der Natur zu lesen. Sie stupste ihn sanft an, wenn er zu nah an einen Abgrund geriet, und wieherte leise, um ihm zu zeigen, wie man den kaum wahrnehmbaren Geruch von Wasser auffängt, das sich tief unter den brennenden Steinen verbarg. Sie brachte ihm bei, die Veränderung des Windes zu spüren, noch bevor der erste Sturm am Horizont aufzog, und das harmlose Rascheln einer Eidechse von der tödlichen Stille zu unterscheiden, die dem Angriff einer Kobra vorausging. In diesen Momenten war die Verbindung zwischen ihnen fast greifbar, ein unsichtbares Band aus Vertrauen, das stärker war als jeder Instinkt. Jeden Morgen führte ihr Weg sie entlang eines uralten Felsrückens, dessen scharfe Zacken sich förmlich in den grauen Himmel bissen. Der Wind hier oben war kühl und trug die Geschichten ferner Berge mit sich. Kaja liebte dieses Gefühl von Freiheit. Er genoss das trockene Klicken des Schotters unter seinen kleinen Hufen und fühlte sich wie der unangefochtene Herrscher dieser Gipfel. Doch die Berge waren tückisch, sie verbargen ihre Fallen unter der Maske der Schönheit. Es war ein schicksalhafter Mittag. Die Sonne stand genau im Zenit und verwandelte die Felsen in glühende Kohlen. Die Luft zitterte so stark, dass die Welt um sie herum wie eine Fata Morgana wirkte. In diesem Moment erblickte Kaja etwas Ungewöhnliches, eine schmale, fast unsichtbare Spalte am Fuße einer massiven Granitwand. Aus der Tiefe dieses Risses wehte eine verlockende, feuchte Brise. Es war ein dunkler Eingang in eine andere Welt, fernab der brennenden Hitze. Tief im Inneren schimmerten kleine Wassertropfen, die sich wie durch ein Wunder nach dem nächtlichen Nebel in den Schatten gehalten hatten. Für den kleinen, durstigen Kair war dies das Versprechen von Erlösung. Mit einem freudigen Schnauben und ohne auf das warnende Wiehern seiner Mutter zu achten, stürzte er sich in die dunkle Öffnung. In Sekundenschnelle verschlang ihn der Schatten. Alta spürte das Unheil mit jeder Faser ihres Seins, noch bevor ihr Verstand begriff, was geschah. Ihr Mutterinstinkt, geschärft durch Generationen von Vorfahren, ließ ihr Herz in einem rasenden Rhythmus schlagen.
Ohne an ihre eigene Sicherheit zu denken, warf sie jegliche Vorsicht über Bord. Sie rannte los, ihre Hufe trommelten wie Donner auf dem harten Boden, während sie versuchte, ihren Sohn abzufangen, bevor er zu tief in das Labyrinth aus Stein eindrang. Doch die Natur war an diesem Tag unerbittlich. Der Boden unter ihren schweren Hufen, eine instabile Mischung aus Sand, losem Geröll und jahrhundertealtem Staub, gab plötzlich nach. Die massive Stute hatte keine Chance zu bremsen. Mit einem dumpfen, Mark und Bein erschütternden Geräusch des Aufpralls rutschte sie in die Tiefe, direkt in eine steinerne Falle, die wie für sie geschaffen schien. Alles geschah in Bruchteilen von Sekunden. Als sich der Staub legte, war die Stille in der Spalte ohrenbetäubend. Altars Körper war fest zwischen zwei monolithischen Granitplatten eingeklemmt. Die Wände der Spalte waren so eng, dass sie ihren Brustkorb buchstäblich zusammenpressten. Sie konnte kaum atmen. Jeder Versuch, die Lungen zu füllen, wurde von der Unnachgiebigkeit des Steins verhindert. Sie war in einem Grab gefangen, in dem es kein Wenden gab, keine Möglichkeit, die Beine anzuwinkeln oder sich nach oben zu stemmen. Jeder krampfhafte Fluchtversuch, jeder Ausbruch von purer Verzweiflung verschlimmerte ihre Lage. Die scharfen Kanten des Granits bohrten sich wie kalte Klingen in ihre Schultern. Sie spürte, wie ihre Haut riss, wie das warme Blut langsam an den kalten Steinen herablief und im staubigen Boden versickerte. Der Schmerz war nicht mehr nur ein Gefühl, er war eine physische Präsenz, die ihren Geist vernebelte. Ihre Atmung wurde rissig und stoßweise, ein hohles Echo in der Enge des Schachts, als ob der Fels selbst begonnen hätte, hämisch im Takt ihres sterbenden Herzens zu atmen. Kair, der wie durch ein Wunder auf einem kleinen Felsvorsprung direkt über ihr gelandet war, zitterte am ganzen Körper. Sein dünnes, klagendes Wiehern hallte zwischen den Felsen wieder und verlor sich ungehört in der unendlichen Weite der Steppe. Er verstand nicht, warum die stolze, starke Stute dort unten so unbeweglich war. Er stupste mit seiner weichen Nase gegen die kalten Kanten der Spalte, suchte nach einem Zugang, nach einem Weg, sie zu erreichen, doch er fand nur die unerbittliche Härte des Berges. Nach einigen Stunden erschienen Silhouetten am Horizont. Es war der Rest der Herde. Die Pferde näherten sich dem Rand des Abgrunds, die Nüstern weit gebläht, die Ohren nervös spielend. Sie nahmen den Geruch von frischem Blut und den dichten Dunst der Todesangst wahr. Altar sah zu ihnen auf, ein letztes Fünkchen Hoffnung in ihren trüben Augen. Sie kannte diese Tiere, sie waren ihre Familie, ihre Gefährten im Kampf gegen die Natur. Die Herde hielt inne. Der Leithengst, ein kräftiger Rappe mit vernarbter Flanke, trat vor. Er blickte hinab in die Tiefe, direkt in Altars Augen. Doch in seinem Blick lag kein Mitgefühl, keine Spur von Trauer. Es war der kalte, analytische Blick der wilden Natur. Für die Herde bedeutete ein gefangenes Tier Gefahr. Der Geruch von Hilflosigkeit lockte Raubtiere an. Ein verletztes Mitglied bremste das Vorankommen auf der Suche nach Wasser. Mit einem kurzen, harten Schnauben gab der Hengst das Signal zum Aufbruch. Ohne ein weiteres Mal zurückzublicken, drehte sich die Herde um und galoppierte davon. Das rhythmische Trommeln ihrer Hufe wurde leiser und leiser, bis es ganz im Wind verstarb. Der Instinkt der Selbsterhaltung, der befahl, die Schwachen zurückzulassen, war stärker als die Bindung des Blutes. Für die Welt der Wildnis war Altar bereits tot. Die Sonne setzte ihren unerbittlichen Weg über das Firmament fort und verwandelte die Spalte in einen Ofen. Der Stein unter Altars Flanken wurde kochend heiß. Der spärliche Schatten, der ihr einziger Trost gewesen war, kroch langsam davon und überließ sie den brennenden Strahlen. Die Luft wurde dick und staubig, jeder Atemzug fühlte sich an wie das Einatmen von glühender Asche. Altar bewegte sich kaum noch. Ihre Kräfte flossen mit jedem Blutstropfen davon, der an den grauen Wänden herabrinnt. Die Zeit dehnte sich in eine zähe, unbewegliche Ewigkeit. In ihrem Delirium sah sie Bilder aus ihrer Jugend, das erste grüne Gras des Frühlings, das kühle Wasser der fernen Flüsse, das Gefühl von Wind in ihrer Mähne.
Dann kehrte sie in die grausame Realität zurück. Sie presste ihre Wange gegen einen kühlen Riss tief im Fels und starrte nach oben, wo ihr Sohn wie ein kleiner Schatten gegen das grelle Blau des Himmels hin und her rannte. Kaya war am Ende seiner Kräfte. Von Durst und Hitze gezeichnet, legte er sich immer wieder auf den glühenden Schotter, nur um im nächsten Moment panisch aufzuspringen. Er versuchte verzweifelt, den Kopf seiner Mutter zu erreichen, rief nach ihr, bis seine Stimme nur noch ein heiseres Krächzen war. In seinen Augen standen Tränen, die sofort auf der erhitzten Haut verdunsteten. Er war allein in einer Welt, die ihn nicht wollte. Doch genau in jenem Moment, als die Finsternis der Ohnmacht Alta endgültig zu umschließen drohte, geschah das Unmögliche. Aus der Ferne der staubigen Ebene drang ein tiefes, vibrierendes Grollen zu ihnen durch. Auf einer alten, kaum erkennbaren Piste bewegte sich langsam ein Pickup-Truck vorwärts. Es waren Sergei und Andrei, zwei erfahrene Ranger des Nationalparks. Sie kehrten von einer mehrtägigen Patrouille aus den entlegensten Winkeln des Reservats zurück. Ihre Gesichter waren gezeichnet von Müdigkeit, ihre Kleidung war steif vor Staub und Schweiß. Doch ihr Blick war geschult, sie sahen Dinge, die anderen verborgen blieben. Kaya hörte das Geräusch. Etwas in seinem Inneren, vielleicht war es die reine Verzweiflung, vielleicht ein letzter Rest an Mut, trieb ihn dazu, etwas zu tun, was kein wildes Pferd jemals tun würde. Anstatt in den Felsen zu flüchten, rannte er direkt auf die Straße zu. Er stellte sich mitten in die Spur des schweren Wagens, die Hufe fest in den Boden gestemmt, das Herz so laut schlagend, dass er es im eigenen Hals spüren konnte. Sergei, der am Steuer saß, reagierte geistesgegenwärtig und trat voll auf die Bremse. Der Wagen kam kreischend nur einen Meter vor dem Fohlen zum Stehen. Eine Staubwolke hüllte das kleine Tier ein, doch Kaya wich nicht zurück. Er starrte durch die Windschutzscheibe direkt in die Augen des Menschen. »Schau dir diesen kleinen Kerl an«, flüsterte Sergei seinem Kameraden zu. »Er hat keine Angst. Er wartet förmlich auf uns. Da stimmt etwas ganz und gar nicht.« Als Kaya sah, dass die Menschen ausstiegen, drehte er sich um und trabte ein Stück in Richtung des Felsrückens, hielt inne und sah über seine Schulter zurück. Er wiederholte dies immer wieder, bis die Ranger begriffen, dieses Tier rief sie. Es bat um Hilfe. Als Sergei und Andrei den Rand der Spalte erreichten, stockte ihnen der Atem. Die Situation war schlimmer, als sie es sich vorgestellt hatten. Alta war so fest eingekeilt, dass es an ein Wunder grenzte, dass sie überhaupt noch lebte. Die Ranger handelten sofort mit der Präzision von Männern, die schon oft Leben gerettet hatten. »Wir brauchen die Hydraulik und die Winde«, sagte Andrei knapp. Sie wussten, dass jede falsche Bewegung das Ende bedeuten konnte. Der Fels war brüchig, ein falscher Druckpunkt und die Platten könnten nachgeben und die Stute unter sich begraben. Zuerst verabreichten sie Alta ein leichtes Beruhigungsmittel durch eine Injektion, damit sie nicht in Panik geriet, wenn die schweren Maschinen zum Einsatz kamen. Dann begann sie die mühsame Arbeit. Mit hydraulischen Spreizern und massiven Holzstützen weiteten sie Millimeter für Millimeter den steinernen Spalt. Der Granit stöhnte und ächzte unter der gewaltigen Kraft des Metalls. Feiner Steinstaub rieselte in Altas offene Wunden, doch sie gab keinen Laut von sich. Es war, als ob sie verstanden hätte, dass dies ihre letzte Chance war. Sergei befestigte die Seilwinde des Pickups an breiten Nylongurten, die sie mit unendlicher Mühe unter Altas Körper hindurchgeschoben hatten. »Vorsichtig jetzt, ganz langsam«, rief Andrei, während er die Gurte justierte. Der Motor des Wagens heulte auf, die Stahlseile spannten sich bis zum Zerreißen. Zentimeter um Zentimeter begann sich der massige Körper der Stute zu bewegen. Das Geräusch von Fell, das über harten Stein rieb, war herzzerreißend, doch dann, mit einem plötzlichen Ruck, war sie frei. Alta wurde auf eine ebene Fläche gezogen und sank dort erschöpft auf die Seite.
Die Ranger keuchten selbst vor Anstrengung, Schweiß lief ihnen in die Augen. Kaya schoss sofort auf seine Mutter zu. Er hatte keine Scheu mehr vor den Menschen, in seinen Augen waren sie nun Teil seiner Welt. Er leckte altersgeschlossene Lider, stupste sie zärtlich an und wieherte leise, als wollte er ihr befehlen, aufzuwachen. Die Ranger brachten Eimer mit frischem, kühlem Wasser. Sie befeuchteten ihre Lippen, wuschen den Staub aus ihren Augen und reinigten vorsichtig die tiefen Schürfwunden an ihren Flanken. Sie saßen lange schweigend daneben und beobachteten, wie das Leben in das Tier zurückkehrte. Der Wind brachte die abendliche Kühle und die Sonne begann, den Horizont in ein tiefes, blutiges Rot zu tauchen. Nach einer Stunde öffnete Alta die Augen. Zuerst sah sie ihren Sohn, der treu an ihrer Seite gewacht hatte. Dann wandte sie ihren Blick den beiden Männern zu, die ein Stück entfernt im Gras saßen. In ihren Augen lag keine Wildheit mehr, keine Angst. Es war ein Blick von unendlicher Tiefe, eine stille Anerkennung dessen, was geschehen war. Es dauerte fast eine weitere Stunde, bis Alta die Kraft fand, aufzustehen. Zuerst zitterten ihre Beine unter der Last ihres eigenen Körpers, doch sie hielt stand. Sie dehnte ihre steifen Muskeln, atmete die kühle Abendluft tief ein und begann dann, Kaya gründlich zu lecken, als wollte sie sicherstellen, dass auch er unversehrt war. Langsam setzten sie sich in Bewegung. Sie hielten immer wieder inne, um zu rasten, während die Dämmerung die Steppe in violette Schatten hüllte. Am Horizont sahen sie die fernen Lichter anderer Herdenmitglieder, doch bevor sie endgültig in der Dunkelheit verschwanden, hielt die Stute inne. Sie drehte sich um und starrte lange zurück zu dem Ort, an dem der Pickup der Ranger noch immer stand. Es war ein Blick, der mehr sagte als 1000 Worte. In diesem Moment war die Grenze zwischen Mensch und Tier aufgehoben. Die Ranger antworteten mit einem kurzen, respektvollen Nicken. Alta und Kaya verschwanden in der Unendlichkeit der Steppe, wo das Leben nach seinen eigenen harten Gesetzen weiterging. Doch in jener Nacht war die Welt ein Stück heller geworden, ein kleines Wunder des Mutes und der Menschlichkeit war geschehen, und der Wind der Steppe würde diese Geschichte noch lange flüstern. Liebe Zuschauer, was denkt ihr? War das Handeln des Fohlens reiner Instinkt oder eine bewusste Entscheidung, Hilfe zu suchen? Können wilde Tiere wirklich eine solche Form der Dankbarkeit empfinden? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare, wir lesen jeden einzelnen Beitrag. Wenn euch diese Geschichte berührt hat, vergesst nicht, das Video zu bewerten und unseren Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Erzählungen über die Kraft des Geistes und die Güte der Natur verpasst. Bis zum nächsten Mal.